Also es sind drei massive Probleme, die wir heute haben. Das erste Problem ist das Wachstum. Die Agenten nehmen wahnsinnig schnell zu. Die Unternehmen wollen die Produktivitätsgewinne, müssen die Produktivitätsgewinne an der Stelle erzielen. Und das ist etwas, da wartet niemand auf die Cyber Security. Ja? Das zweite Problem ist, es ist nicht deterministisch und es ist hochgradig dynamisch. Das heißt, das, was der Agent heute tut, kann sich von heute auf morgen ändern, weil sich die Zielsysteme, die agentischen Fähigkeiten der Zielsysteme ändern. Und das dritte Problem ist, dass uns heute grundlegende Tools, Prozesse, Kontrollmöglichkeiten fehlen. Das ist alles eine sehr, sehr hochgradig dynamische Angelegenheit. Protokolle wie MCP entwickeln sich wahnsinnig schnell weiter. Die Tools stehen da hinten dran. Da müssen wir an der Stelle als ganze Branche wirklich eine harte Arbeit leisten, um das Thema AI sicher zu ermöglichen. Also, es geht heute sehr, sehr viel darum, zu verstehen, wo stehe ich mit den Fähigkeiten, die mein Identity Access Management, meine Identity Security Lösung haben und was ist an der Stelle das Gap, das ich an der Stelle schließen muss, um agentische AI sicher zu ermöglichen. Was wir dort unseren Kunden offerieren, das sind an der Stelle vorgefertigte Workshops, in denen wir Roadmaps ausarbeiten, in denen wir an der Stelle den Lösungsraum, die Lücken aufzeigen und dann in die Themenfelder reingehen, wie Agent Registry aufbauen, eine MCP Registry aufbauen, den Lifecycle, die Kontrollen für die Agenten zu etablieren, aber auch an der Stelle an den Themen zu arbeiten, die am allerherausforderndsten sind, nämlich den Intent des Anwenders mit der Aufgabe des Agenten zusammenzubringen mit der Autorisierung, um die Zielsysteme zu schützen. Denn das Thema Confused Deputy, das ist das, was wir in den Griff kriegen müssen. Sonst hat das Thema agentische AI in den Unternehmen keine Zukunft.